On a l'arrivée de Fausto Bomolini, 1:47:47, 1:47:47, 1:47:47. 1:47:47 for Fausto Bomolini, 1:47:47 die Zeit für Fausto. Es ist ein sehr schnelles Rennen. Wir haben viel Topspeed. Und wenn du da fahren willst, musst du mental bereit sein. For Ronnie Bracci, new best time and first driver under 2 minutes. Und es ist international, du siehst auch andere Fahrer. Und das Niveau ist sehr hoch. Wenn du da willst gewinnen, dann musst du einfach alles geben. Ja. Ja, genau das ist das. Le Roncher ist für mich eigentlich der heilige Gral. Also das ist schon wie Kitzbühel, wie der Abfahrtsläufer. Das ist Adrenalin, also es geht nirgends mehr wie hier in Le Roncher. Wenn man da am Start steht, da weiß man genau, okay, jetzt wird es richtig hart. Das ist sehr schnell und für mich ist das schönste Rennen von allen. Ne? L'arrivée de Thomas Amweg, 1:50:45, 1:50:45, 1:50:45, 1:50:45 for Thomas Amweg, 1:50:45, 1:50:45 für Thomas Amweg. Mein Name ist Alexander Hien, ich komme von Deutschland, von Nähe Freiburg. Ich kam zum Motorsport, weil bei uns im Ort, da war immer so eine Rallye und dann als Kind hat man da so zugeschaut und irgendwann war die Faszination da mal selber mitzufahren. Da war ich so 19 Jahre alt, dann ging es los mit Rallye, bisschen, dann Slalom und irgendwann hat der Kollege gesagt, da gibt es was ganz Besonderes, Bergrennen, das ist richtig toll, das ist richtig Adrenalin. Und dann habe ich das einmal probiert und dann seither zwar immer wieder mal kurz Rundstrecke gefahren oder andere Sachen, aber der Adrenalinkick am Berg ist für mich das Größte. Und deswegen bin ich da dabei geblieben, jetzt 35, 40 Jahre. Ja. Ich bin der Danny Krieg. Wie bin ich zum Bergrennsport gekommen? Ich habe in der Jugend schon angefangen. Ich habe auf der Straße immer viel Gas gegeben, bis mir von einem guten Kollegen, der Vater, gesagt hat, die Jungs müssen nicht auf der Straße Gas geben. Das gibt es Rennstrecken. Das haben wir auch umgesetzt. Wir haben ein bisschen angefangen mit Golf 1 GT, Strassenpneu. Jedes Jahr hat man ein bisschen modifiziert, ein bisschen umgebaut, immer schneller geworden. Und das Rennsport betreibe ich seit 1999. Ja, das ist jedes Jahr wieder für mich aufs Neue unvorstellbar. Man fährt mit einem normalen PKW hoch, da fährt man irgendwie, schaut mal kurz auf den Tacho, 100 oder 120 und es fühlt sich jetzt nicht langsam an. Und dann kommst du mit so einem Rennwagen wie die mit 250, 240, das ist schon wahnsinnig schnell. Also wirklich dieses Crépon das ist noch das eine, diese unter der Autobahnbrücke. Das weiß man mittlerweile, das kann man Vollgas fahren. Aber oben, wo keine Zuschauer sind, im Waldbereich, da ist es eigentlich genauso spektakulär, unvorstellbar. Also richtig tolles Rennen. Bin total begeistert. Viel Vorbereitung ist. Ich
bin nicht einer, der viel Vorbereitung braucht. Es gibt Leute, die sind im Tunnel, im Fokus. Ich brauche sehr wenig. Ich brauche 4-5 Autos vor mir. Vom Start muss ich bereit sein. Dann gehe ich die Strecke noch ein bisschen durch und schaue meine Schlüsselstellen, wo ich vorher natürlich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, dass ich das probiere umzusetzen. Nervös bin ich nicht mehr gross. Aber jetzt viele Unterbrüche und teilweise weisst, dass Kollegen verunfallt sind oder Unfall haben. Das musst du ausblenden. Jetzt auch heute wieder ein guter Freund von mir jetzt da unten einen Unfall gehabt. Das ist sehr schwierig. Du am Vorstart kannst nicht starten, es ist heiß, im Auto ist heiß. Ja, das musst du alles wegstecken. Die große Favorit ist natürlich klar, der Merli natürlich. Ich fahre jetzt dieses Wochenende mit seinem alten Auto quasi. Ne? Und dann natürlich Faustini, Steiner, ach Gott, da gibt es ganze Petits, da gibt es ja eine ganze Reihe. Ne? Man muss schauen, nach dem Training sieht man mal, wo man sich einordnen kann. Ich muss mich jetzt erstmal in das Auto schauen, was das mir gibt oder wie ich damit klarkomme. Aber ich habe auf jeden Fall ein gutes Auto und von dem her denke ich doch mal, dass ich irgendwo ganz im vorderen Bereich auch ein bisschen mitfahren kann. Ziemlich sicher, ja. Das Auto so gut kennen und alles, was kannst du am Limit fahren, das ist echt eine Herausforderung. Weil du hast ja keine Auslaufzone, nichts, das muss einfach alles perfekt passen. Da der Linke habe ich schon immer gebraucht und darum mache ich das, ja. Die Strecke habe ich alles im Kopf, jedes kleinste Hügel, jedes Schlagloch kann ich auswendig. Wenn man mal über 200 fährt, relativ lange, das ist schon einfach schön.
Bergrennen ist halt Königsklasse. Es ist halt so wie ein Rallye, Bergrennen. Dort Rundstreckenrennen fährst du den ganzen Tag im gleichen Kreis rum. Wenn du willst, sagt der Ingenieur noch, wie es geht. Das gibt es hier nicht. Du musst am Morgen andere Temperaturen, Bodentemperaturen. Es gibt nass, es gibt trocken. Das ist halt wirklich eine riesige Herausforderung. Und Rundstreckenrennen sind halt für mich einfach, ist mir eigentlich zu langweilig. Ja, ist einfach auch eine tolle Gemeinsamkeit. Also ich glaube auch für die Zuschauer ist es interessant. Man kann herlaufen, man kann wirklich bis an die Autos dranlaufen und der Zusammenhalt, da hast du mal einen Unfall, da fehlt ein Teil, dann bekommst du wirklich vom Mitbewerber bekommst noch Teile und so. Und das ist wirklich so, klar, jeder versucht zu gewinnen und jeder strengt sich an, aber es ist eine große Familie und das ist schon schön. Und das Gesamtpaket mit Essen gehen 2 Tage vorher und man muss immer das Gesamte sehen, nicht nur das Rennen, sondern das ist schon schön. Und Gesamtsieger bei den Tourenwagen in der Europameisterschaft und auch insgesamt am heutigen Tag Ronny Bracci im Mitsubishi Lancer Evo 7 RS, der neue Streckenrekordhalter bei den Tourenwagen. Je voudrais appeler le plus rapide de ce week-end, Robin Faustet. Wenn ich sehe, wie populär das ist und immer mehr wird, viele Fans, viele Leute, die immer schauen, du wirst überall immer angesprochen, ist es sicher natürlich sehr populär. Wir selber als Fahrer müssten schauen, dass wir mit einem anderen Treibstoff fahren können, wie sie Teil andere Klassen wie DTM und Formel 1 und schon fahren, dass wir dort eigentlich auch noch CO2-neutraler könnten werden. Und ja, das ist das Einzige, was wir eigentlich machen können. Ja. Im Moment sind jetzt im nationalen Bereich die Autos schneller wie in der Europameisterschaft und das darf eigentlich nicht sein. Die Europameisterschaft ist das höchste der Meisterschaft und da sollen auch die schnellsten Autos fahren. Und die werden jetzt da eingebremst über Restriktoren oder über Drehzahlbegrenzung und Gewicht. Und im Nationalen ist alles offen und dann kommst du irgendwo hin, wie jetzt hier. Und im Nationalen dann sind die Autos fast schneller. Das ist nicht optimal, aber ich hoffe, dass das in den nächsten 2 Jahren sich reguliert. Der Nachwuchs, merkt man ja so, ist eigentlich fast nur noch Kinder von Fahrern. So, das ist natürlich nicht die Menge. Ne? Und plus natürlich noch überall die Gesetzgebung, wird alles ein bisschen schwieriger. Muss man schauen, wie es weitergeht. Ne? Das ist, ja, hoffen wir mal das Beste.